Gefangen, Baldur's Gate Melon. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück zu Baldur's Gate 3. So, wir befinden uns im Goblin-Lager und Gale, dem geht's gar nicht so gut. Was ist los, Gale? My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Alles klar. Ich habe dir was Schönes gekauft. Hier das Amulett der elementaren Pein. Passt ja auch irgendwie, ne? Thank you. Pinkelt da einer? Da pinkelt einer. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Nur zu, ihr seid unter Freunden und ein paar Goblins sind auch dabei. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Wollt ihr etwa sagen, ihr habt mit einer Göttin geschlafen? Oh yes. We enjoyed each other's company. Body, mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Wie genau habt ihr versucht, diese Grenzen zu überqueren? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Dieses Gepinkel im Hintergrund. Ja, das klingt sehr interessant. Erzählt mir alles. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Blumen und Schokolade habt ihr also wohl ausgeschlossen. Was war die Antwort auf diese Frage? The answer was to try. The outcome was to fail.
I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. What is it? What do you see? Und den lasse ich auch noch das Necronomicon lesen. Oh nee, der arme Kerl. Wie kommt es, dass er noch lebt? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Nur zu... I will erupt. Was? I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Boah. Ach du je. Okay. Können wir denn nichts tun? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Pinkel. Ah, ich höre mal diese Pinkelgeräusche im Hintergrund. Mir liegt zu viel an euch, um euch jetzt zu verlassen, gell? Wir reisen zusammen weiter. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Alles klar, okay, super. Und ich lasse den auch noch... Hier, der ist das immer, der Händler Gratt. Ich lasse den auch noch das Necronomicon lesen. Der arme Kerl. Dem bleibt doch nichts erspart. Okay, ich versuche jetzt nur noch nette Sachen mit dir zu machen, Geld. Okay? Nur noch ganz nette Sachen. So, und wir müssen ein bisschen handeln, weil der hat echt coole Sachen. So, das ganze Gold gebe ich jetzt erstmal Astarion. So. Genau 1000 Gold. Nicht mehr und nicht weniger. So. Wenn der dann irgendwann mal fertig ist da hinten. Well, hello. So. The trader has no problem with you inspecting these goods, so long as you're willing to pay for them. Alles klar. So, ich hoffe, ihr habt euch die Hände gewaschen, denn ich hätte gerne Zweiers Schuhe.
Sprungreichweite erhöht und die Fellrüstung ist auch richtig cool, ne? Mittlere Rüstung. Handschuhe des Bogenschießens. Oh, sehr gut. Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält es zusätzlich 3 temporäre, das brauche ich auch, Trefferpunkte. Großschwert +1, Waffenverzauberung. Ja, nicht schlecht. So, das ist auch noch günstig eigentlich. Ein Langbogen. Oh, herrlich. Ich brauche das alles. Verdammnishammer. Ja. Bringt das, was der Name schon sagt. Verdammnis. Schön. Alles klar. Großer Knüppel +1. Ohne den umwickelten Ledergriff flöge dieser große Knüppel mit dem Gewicht der Eisenplatte am Ende beim ersten Hieb davon. Okay. Schön. Ja. Wiederkehrende Pike. Auch nicht schlecht. Kampfspitzhacke. Okay, ja gut. Die Fellrüstung ist noch zu teuer, ne? 589, das ist richtig übel. Das kann ich mir nicht leisten, aber alles andere ist doch schon mal gut. So. Hat der sonst noch was? Nö, ne? Vorratspakete, das ist alles zu teuer. Handschuhe des Bogenschießens. Nehme ich auch. Komm. So. Alles klar. 724 Gold. Na, hoffentlich lohnt sich das. Okay. So, dann teile ich mal auf. Also, wir haben jetzt Zweiersschuhe. Sprungweite, Akrobatik +1. Das wäre ja eigentlich was für Karlach, ne? So, dann haben wir die für den Heiler. Das gebe ich dann Astarion. Der ist ja unser Heiler jetzt erstmal. Dann haben wir das Großschwert. Das bekommt Karlach. Den Langbogen. Den würde ich dann mal nehmen. So. Verdammnishammer. Ist auch gut. So. Und Bogenschießen. Handschuhe. Könnt ihr auch austauschen, ne? Handschuhe der Macht, Fingerfertigkeit +1, bekommt auch Astarion. Super. Ja Mensch, ich glaube, da haben wir das doch ganz gut gekonnt. Okay. Ja, viel besser. Viel besser. So, was haben wir jetzt hier noch? Kurzbogen 3 bis 8, 2 bis 7, 2 bis 9 Schaden. Das sieht doch ganz gut aus. So. Alles klar, dann überlege ich mal, entweder fangen wir jetzt hier mal an, so ein bisschen die Goblins zu vergiften mit der Getränkewanne. Ob das funktioniert, ist die Frage. Und wie machen wir das? Ich habe schon einen Plan. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, und zwar bräuchten wir jemanden, der das Gift da rein tut. Und da ist, glaube ich, Gale jetzt gar nicht so schlecht, ne? Der hat hier schlichtes Gift, einfaches Gift. Das würde funktionieren. So. Das heißt, Gale geht erstmal aus der Gruppe raus. So, und ich versuche mal was. Ja, auf die Absolute. So. So, kommt alle her und hört mir zu. La 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 la. So. Ja. Kombination nicht möglich, schlichtes Gift, geht nicht. Einfaches Gift.
Aha. Na also. Geht doch. So, wunderbar. Ja. Danke, 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 danke. Genau, ein Toast. What you standing here all dry for? Come here, have a drink. Was? Nee, danke. What should we toast to, eh? Es ist euer Fest. Feiert es, wie ihr wollt. Gut, dass ihr fragt. Sagt allen, sie sollen herkommen. Nein, danke, ich brauche einen klaren Kopf. Es ist euer Fest. Feiert es, wie ihr es wollt. I'll show you how it's done. A toast to our victory! To finding those looters and crushing them. Now you! You raise your glass and shout. Auf mich! Auf die Absolute! Auf unsere Gesundheit! Auf, dass wir trinken, bis wir sterben! Und zwar gleich. Möge ich mit jedem einzelnen von euch das Bett teilen, ehe die Sonne sinkt. Oh Gott. Ja, auf die Absolute! Go on, drink up! Das Bier trinken, das Bier ausschütten und tun, als würdest du es aus dem leeren Krug trinken oder täuschen. Ja, Fingerfertigkeit, ne? Komm, wir schütten den Kram aus. So. Na also. That's it, down the hatch. Lecker, lecker. Now get out of my way, I need another drink. Oh, weia. Astarion. Ich glaube, du musst hier mal was machen. You poisoned us! The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Stimmt, aber ich kann euch auch die Kehle aufschnitzen, wenn es schneller gehen soll. Wenn ich euch vergiftet hätte, meint ihr wirklich, dass ich dann noch hier wäre? Oh mein Gott. Nach, you're right. Whoever did this could be anywhere by now. Genau. So. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mit Astarion hier mal so ein bisschen was machen, aber um Gottes Willen, die sind jetzt richtig aufgeregt. Ups. Okay. Kann der vielleicht mit dem Bau Eknuk mal sprechen? You find the ones who poisoned that beer. You bring them to me. I'll take their heads for free. Poisoning the only good thing in this dump. Ja, sorry. Okay. Let's move. Ja, ich glaube, wir müssen rein, ne? Oder sollen wir uns erstmal ausruhen im Lager? Ja, wir sind schon relativ fertig. Ich denke mal, dass es auch zum Kampf kommen wird. Wir ruhen uns vielleicht kurz aus. Einmal kurz ins Lager zurück. Junge, Junge, Junge. Puh. Das war aber relativ knapp. Ich dachte schon, die würden jetzt auf uns alle einstürmen. Naja, gut, okay. Dann, ja, Tag beenden. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Oh nein, ich verwandle mich. Seht ihr, das meine ich. Ich habe die Elitiden viel zu sehr benutzt. Mist, verdammter. Dir die Stirn wischen. Your hands shake as they reach upward.
Your forehead remains drenched no matter how much you wipe. Chukil gape vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Ja, jetzt nochmal Elitide benutzen. Nein, auf gar keinen Fall. Heilkunde überzeugen, täuschen. Nee. Dich Lae'zel überlassen. Naja, die killt mich ja sofort. Es ist nur Fieber. Ihr müsst ruhen. I cannot trust my own mind, so it seems I must trust yours. I will wait, but know this, I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Came just in time. You are transforming. Ich kenne eure Stimme. Ich habe sie schon einmal gehört. Yes, you have. I saved you before. I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. Fight for the fate of Faerûn. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. I promise.
Okay, Tagebuch aktualisiert. Akzeptiere dein Potenzial. Wow, boah, was für ein Albtraum. Junge, Junge, Junge. Okay. Also wir sind wieder gerettet. Wieder mal, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hat irgendjemand Gesprächsbedarf? Ja, ich. Ich muss mit den anderen reden. Du meine Güte. I need a moment for the two of us. My apologies. Huh. Not quite myself just yet. I had the strangest dream last night. A visitor came to me. A vision of unparalleled beauty and power. She told me she was watching over me, protecting me, and that our tadpoles could prove beneficial if we embrace what powers they have to offer. An uncanny apparition. Not entirely sure what to make of it. Krass, der hatte den gleichen Traum. Bei ihm war es wohl eine Sie und bei mir ein gut aussehender Drow. Ignoriert die Sache am besten. Vermutlich habt ihr nur was Falsches gegessen. Tja, ihr glaubt also nicht, dass eine echte Person mit euch gesprochen hat? A real manifestation, perhaps, but not an individual of flesh and blood in the manner you or I would consider to be real. Whether she spoke the truth or not, well, I think I require a little more evidence before taking a fantasy at her word. Until then, best we speak of other matters. Was there something you wish to ask? Wenn ihr spürt, dass die neserilische Magie euch überwältigt, was tut ihr dann? If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerûn, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Boah, wow, wow. Ich habe an diesen mächtigen Herrscher gedacht, von dem ihr in eurer Geschichte erzählt habt. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistral, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken, as Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. In diesem Moment war also alle Magie dahin? For a spell, Mistral was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I tried to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Wie hat euch meine Vision gefallen?
als unsere Geister verbunden waren. Oh, I was surprised, but pleasantly so. Just like I said, amid the madness that has befallen us, it seems almost out of place to think of a kiss. And yet, now more than ever, it's important to recall what makes us human. Well, you know what I mean. A stolen glance, that sudden heartbeat. Sometimes the little things are worth more than kingdoms. They promise things to come. Ja, sehr interessant. Also, Gale weiß auch noch nicht, was er damit anfangen soll. Will. I had a dream last night. A vivid one. And so did you, judging from the way my tadpole is tingling. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. Tempting as these powers sound, we should recognize this dream for what it is, the tadpole's little trick. No good ever came from trusting honey-tongued strangers conjured up by illithid worms. Tja. Wir sollten mit diesen Larven möglichst wenig zu tun haben. Well said. This dream figure is no friend to us. Okay, also Will sagt auch nein. Bei Lae'zel bin ich mir fast sicher, dass sie sagt, absoluter Schwachsinn das Ganze. Bloß nicht vertrauen. Glick. I had a dream. As we all did, I suspect. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. The parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise, it is gate deception. Ihr habt recht. Wir sollten diese Traumgestalt unbedingt ignorieren. A wise choice. These parasites are a threat to be destroyed, not an opportunity to be exploited. Okay, Astarion als nächstes. I had the strangest dream last night. There was a visitor promising me protection and all sorts of delicious powers from the parasites in our heads. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. Ja, aber ich... Excellent. Now we can see what these tadpoles can do for us. Ja, er scheint da total begeistert zu sein. Warum auch nicht? Wir sollten jeden Vorteil nutzen, der sich uns bietet. Erkunden wir diese Kräfte, um zu sehen, wohin sie uns führen. Exactly. Waste not, want not. Even when it comes to mind flayer parasites. Now, was there anything else? Nee, alles gut. So. Ja, ich glaube, Astarion hat sich nämlich gerade selber freiwillig gemeldet. Haha. Warum auch nicht? So, muss ganz kurz mal Kratzer Hallo sagen. Ja. Ich habe heute noch gar nicht gestreichelt, ne? Du Braver. Ja. Also wie gesagt, ich möchte mit den Elitiden nichts mehr zu tun haben. Aber Astarion, wie gesagt, das kann ja unser Versuchskaninchen werden. Da macht er das. So, Karlach. I had a wild dream last night. This beautiful entity came to me, promised to protect me, told me the parasite in our heads could give us power. Ich hatte auch so einen Traum. Nebenwirkung der Larve? Sounds like it. What did you make of it? Ich halte es für irgendeinen psionischen Trick. Ich habe dem Wesen kein Wort geglaubt. Damn right. Things like a splinter. We just need to find a way to squeeze it out. Okay. Also die meisten sind dagegen.
any strange dreams of late? Vivid ones. Euch ist es auch passiert? Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know. It seems like we can't escape this mess, in the waking world or otherwise. Etwas Merkwürdiges ist passiert. Das Artefakt, das ihr bei euch habt, es ist irgendwie zu mir gekommen. I know. I felt it. Ich habe es nicht genommen. Ich hatte es plötzlich. You wouldn't have been able to take it. The artifact has a will of its own. It'd fight back if it didn't want to be with you. I felt it go from me to you. You need its help, just as it needs us. It's still just a box, after all. Ich will euch besser kennenlernen, Schattenherz. You already know my biggest secrets. What more can you ask? Erzählt mir etwas über euch, nicht über Schar und Larven. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Was? Ihr wechselt zwischen den Existenzebenen, aber schwimmen könnt ihr nicht? Ja. Zeigt mir mal Nachtorchideen, wenn wir an welchen vorbeikommen. It's a deal. Ich will über eure Verehrung für Schar reden. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Ihr solltet mir vertrauen. Immerhin sitzen wir im selben Boot. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, mistress of the night and lady of loss. I assume you've heard of her? Euer Glaube ist eure Sache. Ich verurteile euch nicht. So oder so. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Fine. What's on your mind? Wie bewähre ich mich, eurer Meinung nach? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Alles klar. So, ja, dann wären wir einmal durch. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne Astarion zu unserem Elitidenbeauftragten machen. Und wir gehen zurück ins Goblin-Lager, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.